Sometime at the end of last year, I got an email from Josef Buch, a good friend of mine and a fellow musician. He sent me an email with a guitar track he recorded, along with some reference tracks, and the note I should come up with something. And that was the birth of Project Stargate. At first I listened to the track. The guitar track was just a loop of roundabout 8 times 16 bars. I assumed it should be the desired length of the song, so I went ahead and separated it into 8 parts. Next thing, he called the project Project Stargate, right from the beginning. So I looked for recordings of radio messages between astronauts and ground control, and I found something from the Apollo 11 mission. Now I went through the recording and sorted out those passages I found useful. And during that I also found a little dialogue snippet, which I found quite amusing. If we're late in answering you, it's because we're munching sandwiches. Roger, I wish I could do the same here. Don't leave the console. Don't worry, I won't. Since I only got one guitar track, and I didn't want to go too far away from that, by adding VST instrument or something, I took parts of the guitar track and halved the playback speed of the sample, and sometimes even halved the playback speed twice. Now I just had to fill in some additional instruments like a sub bass or some swells, and of course I used the operator instrument from Ableton again, cause I just love that instrument. And after that I just had to go to my practice room and record the drums and send the track to Josef. Als ich damals Gitarre gelernt habe, hat mich mein Lehrer mit viel Input versorgt, was Arpeggios angeht, also ein Akkord, der gebrochen gespielt wird. Und es gibt verschiedene Arten auf der Gitarre, das zu spielen. Und eine Art, die auf Greg Howe zurückgeht, ist Akkord-Arpeggios zu tappen. Dabei hat man String Skipping und man spielt letztlich ein Moll-7-Akkord. Und ich habe dieses Pattern immer geübt, weil ich es gerne in mein Solo-Spielen integriere. Und habe irgendwann darüber so viel in meiner Praxis meditiert, dass ich fand, dass es mehr ist als nur ein kleines Bonbon in meinen Solos, sondern dass man daraus mehr machen kann. Und dann habe ich das variiert. Darum dreht sich eigentlich der ganze Song um ein kleines Detail, was in Solos anwendbar ist, was man aber auch mal wie Stargate total ausstraffieren kann. Ja, der spezielle Klang, den ich im Intro erzeugt habe, geht auf eine Übemethode zurück, die ich aus der klassischen Gitarre kenne, um Ungenauigkeiten besonders herauszuschälen. Und das geht nämlich mit einer Plastikfolie. So sieht das Endresultat aus. Nicht besonders ansehnlich, aber gut zum Üben im ersten Moment. Und während ich es so geübt habe, das Pattern, fand ich den Sound einfach rattenscharf. Und eigentlich entstand die ganze Idee von Stargate aus der Lust heraus, aus diesem Sound einen ganzen Song zu entwickeln. Ja, das sagenhafte für mich japanisch klingende Intro rief in meiner inneren Vorstellung hervor, dass man das auch am besten irgendwie asiatisch visuell umsetzt. Und ich war schon immer fasziniert von japanischen Schattenspielen, das hatte ich mal irgendwo gesehen. Also nicht nur japanischen, sondern auch asiatischen Schattenspielen. Und habe mich da ein bisschen eingelesen und eingeguckt, wie man das umsetzen kann. Und bin im Endeffekt zu diesen Backpapier-Dingern, mit denen ich das, was mir vor meinem inneren Auge erscheint, visuell Ausdruck verleihen wollte. Die erste Figur, die mir einfach so mit der Schere gelungen ist, war diese kleine Figur. Und um sie über das Backpapier zu dirigieren, habe ich mir in meiner Not meine 2 Spaghetti-Stäbchen geschnappt, die noch im Schrank waren, und sie folgendermaßen in die Figur integriert. Und habe gemerkt, das funktioniert eigentlich sehr gut, um möglichst unauffällig die Figur über das Backpapier zu führen. Ja, was sehen wir hier auf der Folie? Wir sehen einen kleinen Buddha, der eine Ibanez in der Hand hält. Weil, warum eine Ibanez? Also wenn jemand in Japan E-Gitarre spielt, dann natürlich mit einer Ibanez. Ja, und der ist natürlich in einem wunderschönen Zen-Garten, mit einem schönen Bäumchen.
Und leider ist der Tempel, ja, leider ist hier der Tempel und das schöne Panorama. In diesem Setting meditiert ein kleiner japanischer Mönch mit seiner Ibanez. Weil das einfach meiner visuellen Vision entspricht. Bei der habe ich mich an japanischer bildender Kunst orientiert und auch an japanischer Kalligrafie. Das ist natürlich mein völlig amateurhafter Versuch, das irgendwie für ein kleines Video darzustellen. Kleine Tempel, ein bisschen Kalligrafie, ein bisschen Fujiyama. Nachdem das Intro zu Ende war, habe ich mir, als ich die Musik lange verinnerlicht habe, hauptsächlich Inspiration aus dem Korn-Video Here to Stay gezogen, um die Idee, dass eine Band vor einem Beamer platziert ist und praktisch nicht vor einem Bild steht, sondern die Vision ist, im Bild zu sein, fand ich audiovisuell sehr, sehr ansprechend. Entsprechend der Ästhetik moderner Musikvideos im Allgemeinen, aber auch dem Korn-Video im Speziellen, fand ich einfach viel Action, viele Schnitte, um der Musik bestmöglich Ausdruck zu verleihen. Die Musik hat mich im Endeffekt immer inspiriert, wie setze ich das um, was ist mein inneres Bild und dem möchte ich Ausdruck verleihen. Das ganz Spannende an dem ganzen Unternehmen ist eigentlich, dass sich aus einer winzig kleinen Idee ein Riesensong entwickelt und viele Ideen entwickelt, wenn man einfach mal nicht von der Struktur ins Detail geht, sondern vom Detail in das große Ganze. Das ist eigentlich das verrückte Experiment, was die künstlerische Idee hinter dem Ganzen ist. Ja. If you haven't watched Project Stargate yet, you can find the video up here, at the end of the video, or in the video description. There are two versions of the video on this channel, because after I uploaded the first version, we found an option to upload the video with a higher quality, and I didn't want to delete the first video. Tell us in the comments what you think about Project Stargate. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. There will be a video coming out every week, and I don't think you want to miss that. I'm just another drummer, and I hope I'll see you in the next video. Was ist überhaupt eine echte? Ach, das ist eine echte sogar. Die ist aus echtem Pflanz. Das ist eine Pflanze, wo man nicht weiß, ist es Plastik oder nicht. Und man muss auf die inneren Werte gucken.